Hey, guten Tag miteinander. Wir machen ja viel kranken Scheiß. Heute kommt aber etwas, das ist richtig ihr. Hoppala! Ich darf begrüßen Manfred und den Patch. Die Welt ist noch nicht vorbei. Wir machen heute etwas ganz Spezielles miteinander. Solange es so Typen gibt, gibt es einfach eine Hoffnung, oder? Das ist alles ganz klar, oder? Ja. Sind gespannt. So. Hoppala. Eine Schweigeminute bitte. 6 Zylinder, 6 x 50 Kubik. Das ist absolut eine kranke Idee. Du bist gelernter Polymechaniker, Ingenieur. Ein sehr weit gebildeter Dragsterfahrer, auch natürlich. Also ich komme aus der Gastro, ich habe eigentlich gar keine Ahnung. Aber technisch ist das alles, habe ich nicht gewusst, geht nicht. Er hat eine geile Idee und da auf meiner Rechten, der Manfred, ist natürlich dann sehr ein wichtiger Teil, der das Ganze umsetzt. Also die Jungs kommen zu mir mit dem schon ready, also schon eine Halterung bauen. Wunderbar, wir können nachher gerne Details noch ein bisschen zeigen. Ansaugstutzen handmade, Auspuff komplett handmade, alles. Da, der Manfred erzählt uns schnell ein bisschen, was das für Motoren waren und wie bist du an das Ganze an. Also du hast die Idee vom Patch, hast gedacht, okay, erzähl mal schnell, was ist das da? Also der Patch hat gesagt, er träumt vom 6-Zylinder Quickly-Motor. Und jeder hat ihm gesagt, das funktioniert nicht. Problem war das Getriebe, dass man die nicht synchron kriegt. Also es sind NSU Quickly Motoren, ist die Grundlage. NSU Quickly ist das Kurbelhaus, Kurbelwelle, Zylinder, Kolben ist alles vom Quickly, außer das Getriebe, das fehlt jetzt komplett. Alles abgeschnitten? Alles abgeschnitten. Das geht dann alles auf ein Getriebe, die ganzen 6 Motoren. Ja. Auch von NSU, von Reconsul. Das hole ich gerade schnell. So. Das ist das Getriebe. Und das ist also das größte NSU-Getriebe, das wir auftreiben können, in der Hoffnung, dass das aushält. Das sind 50 Kubik, gell? Das ist richtig. 50, ja. Mit pro Zylinder 3,5 PS. In der Stufe, ja, so 3,5 PS. Ja. Ja. Das ist total geil. Also man sieht, die Jungs, es gibt noch mehr Leute, die keinen Fernseher haben. Ja, ist halt zwischendurch. Ja, kommt auf eine dumme Idee und das ist ja immer das Geilste. Zuerst eine grosse Klappe haben und dann umsetzen, oder? Schritt 1, Manfred anrufen, ist passiert. Schritt 2, Manfred hat 6 NSU Quickly-Motoren gehabt. Bei allen das Getriebe abgeschnitten. Schritt 3, oder? Wer baut den Rahmen? Kommen zu mir, ich liebe natürlich so Leute, absolut. Kranke finden sich immer wieder, früher oder später auf dieser Welt. Was darf unser Part sein an diesem ultra geilen Projekt? Das Problem war, ich wollte halt nicht nur einfach einen Rahmen haben, der das alles zusammenhält, sondern ich wollte halt einfach eine absolute Schönheit haben, weil die Endgeschwindigkeit spielt keine Rolle. Es sollte halt einfach schöne Proportionen haben, schön geformt sein. Und es war relativ einfach, dich zu finden. Das einzige Moped, was ich bis dato kannte, wo ich nichts auszusetzen habe und ich bin echt da, hier eine Schraube, das hätte man besser machen können, war der Holy Star. Ich habe den Holy Star gesehen und habe gewusst, schöner hätte man das Ding nicht bauen können. Und dann war halt das Einfache zu sagen, wir versuchen es, mehr wie Nein sagen kann er nicht. Vielleicht hat er keine Zeit. Die sind gekommen mit 2 Harassen Bier. Ja, also, und als ich die ersten Bilder geschickt habe per E-Mail, ja, läuft der? Ja. Könnt ihr das bringen? Ja. Dann habe ich Manfred angerufen und gesagt, Manfred, wir müssen in die Schweiz. Wir dürfen da mal hin, wir dürfen dem mal zeigen, was wir da haben. Jetzt stehen wir da. Da liegt noch einiges mehr da. Wo absolut zeigenswert ist, halt einfach die Handarbeit, die da wieder dahinter steckt, ist unglaublich. Und das ist erst der Anfang, oder? Also wir sind erst bei Schritt 3.
Du, ich würde sagen, wir starten mal so, wie wir eigentlich immer starten. Du wirst ja wahrscheinlich der Hauptfahrer sein. Dann stellen wir Maträlchen an, so ein bisschen der erste Schritt auf dem Weg zum Rolling Chassis. Okay. Dann können wir da mal den Achsabstand bestimmen. Wir können ein bisschen Sattelposition, Höhe, Distanz bestimmen. Haben wir das schon mal getestet? Manfred, ich schaue jetzt dir an. Das haben wir schon getestet. Okay. Ja. Und das läuft? Das läuft, ja. Schau dir mal die huren Töpfe an, das ist alles Handmade. So geil. 6 von diesen Dingen, oder? Schau. Jetzt probieren wir mal einen. Alle 6 habt ihr noch nie laufen lassen? Nein. Gut, also. In der Schweiz sagt man eine Hurenflöten, oder? Die Welt ist noch nicht vorbei. Es ist wirklich, es hat noch Hoffnung. Solange es so Typen gibt, gibt es einfach noch Hoffnung, oder? So, die Ansaugstutzen, das ist einfach auch so etwas Geiles. Und das Wilde ist ja, wir haben auch schon diverse Ansaugstutzen selber gemacht, dann machst du aber eine, oder? Und da musst du einfach immer alles 6-mal machen. Manfred, erzähl mal schnell, die Zündung ist ja auch so ein Thema, oder? Ja, der Motor muss verkehrt rumlaufen, weil das Getriebe die Drehrichtung nicht oft genug ändert. Und jetzt haben wir eine Zündung suchen müssen, womit man den Motor auch rückwärts laufen lassen kann. Ja. Also rechtsdrehend ist er nachher, ist aber original linksdrehend, ja, oder? Ja. Ja, wir haben direkt dann beim Hersteller in Belgien die Zündungen bestellt. 2-mal umbauen lassen müssen, dass sie funktioniert haben, aber es geht. Zuerst mal. Most kommt. Hey! Ich tue mal den Standgas mal ein bisschen rauf. Ja, Und dann kannst du mal Gashahn ziehen. Weil mich hat es schon gereizt. Nein. Er ist noch kalt. Wow, ey! Ja, das tönt richtig geil. Ja, tut das. Und das dann mal 6. Hey, wow, abartig. Und eben, wir hatten es gerade vorher drüber gehabt. Zündreihenfolge kannst du individuell anpassen. Ja. Mit der Ritzelanzahl, eben, das ist alles Zeug, das man sich überlegen muss. Also, Mann vom Fach definitiv heftig, ja. Also, überzogen, wir starten, würde ich sagen. He? Also. Wir haben natürlich unsere Rahmenlehre, die ist aber nur 2 Meter lang. Aber das macht gar nichts. Also, das sind jetzt genau 2 Meter, das ist geschätzt etwa der Achsabstand. Dann tasten wir uns mal her. Lang wird's, ja. Also, heben wir schnell an, bitte. Also, jetzt haben wir 2 Meter. Okay. Ist mal ein Start. Ja, optimal. Das wird dann noch so, oder? Ja. Genau, so wird das. Wir legen es gescheiter ab. Jetzt ist natürlich ein bisschen die Frage, die Krümmer. Hast du da irgendwie den Plan, dass das gerade ist? Hast du einen zweiten? Also so, wir müssen ja okay. um das Ritzel rumkommen. Jawohl. Also so. So ja. Nach Hause, he? Ja. Das ist etwa der Plan. Ja. Alles klar, ja. So. Das ist der Plan. He? Du, aber das langt. Das wird sowieso alles saumässig eng, oder? Ja. Das ist auch immer schön so, weil eng sieht immer schön aus optisch. Man kann vielleicht ein bisschen reinbiegen, so, ja. Dass er näher am Ganz Fahrzeug ist. Genau. Ja, also gut. Okay, alles klar. Also schau jetzt, ich mache mal, das ist ein wichtiges Maß. Das ist gerade etwa Mitte Motor, ist etwa Mitte Achse, oder? Also, dann haben wir ja da gerade etwa Mitte Tank ist etwa das bis zum 4. Zylinder. He? Das ist etwa der Tank. Du musst quasi da drauf sitzen. Das wird warm. Das ist affengeil. Zeichnen wir da mal den Boden ein. Also, was brauchen wir jetzt? Ungefähr das Tankmaß.
Also haben wir Unterkant ca. 500. Ja, da hockst du natürlich auch sehr tief. Ja. Jetzt, was mir optisch ein bisschen auffällt, ist halt, da ist jetzt ein rechtes Loch. Aber Ja, also mir kann hier noch 10 cm vor. Wenn das Getriebe. ja, heb sie mal an, genau, dann gehe ich da mal ein bisschen rein, ich löse es dann einmal leicht. 10 wahrscheinlich nicht ganz, aber Ja. 5 sicher. Maximum so, hä? Ja. Aber ich misst jetzt mal den Achsabstand. Ist gut, oder? Ja. 190, wäre noch ein bisschen mehr, oder? Ja, zwei mehr. Millimeter. Also 192. Den Tank würde ich jetzt ziemlich bündig vorne Zylinder nehmen, oder? Die Fussraster kommen irgendwo da hinten an. Der ist jetzt wahrscheinlich noch zu tief. Auf jeden Fall. Also auf den letzten 2 Motoren sitzt. Hey, da kannst du. Der kommt aber natürlich höher, oder? Ja, so ein bisschen. Ich würde sagen, du musst ja können da drauf liegen, oder? Ja. Ja, der Sitz ist zu hoch, das ist das Problem. Man kann mindestens noch 4. Ja, 5, 6 cm kann den runter. Wird schön warm. Jetzt haben wir 57, wir gehen mal auf. Ja, gerade etwa auf Tankhöhe. Das passt ja. Und jetzt liegen mal drauf, so gut wie es geht. Aha, da müssen wir gar nicht so schlecht weit. ist der Lenker gar nicht. Der ist gar nicht schlecht, ja. Ja, da kannst du zwischendurch schauen. Und dann hast du das Haube Getriebe da mit der Schaltung da. He? Der Windschild, Ja. direkt durch das, wo die Scheinwerfer drin sind, das Fahrtekreuz und dann. Da ist etwa so viel Luft bis zum Schutzblech. Macht aber nichts. Da kommt der Fallschirm. Nee, weißt du, was wir da Stimmt, der machen? Fallschirm kommt dann noch. Die Einspritzanlage für den Feuerzusatz. Rechts und links eine Kartusche. Das finde ich super, weil Einspritzen. wenn das Ding explodiert, dann hast du schön 3 Minuten Eier. Das hier kommt jetzt die Skizzen über. Hä? Eine Siegskizze. Das ist ein Traum. Also, das ist alles ganz klar, oder? Ja. Jetzt ist natürlich. Das war's drauf. Ja, eins hat es drauf, Achsabstand ist drauf und das ist die Sitzhöhe gleich Unterkanttank. Sie wollen das recht tief. Sie haben gerne einen Doppelrohrrahmen, Sternmotor-Style. Ja, ist klar. Also, ja, sind ja wirklich coole Typen. Aber sie fangen eigentlich schon an nerven, weil Sternmotor, du weißt noch, der Rahmen machen, das ist das Schlimmste, was es gibt, wenn du Radius musst anpassen und schweissen und das Ganze musst du dann wieder doppelt machen. Aber mach nichts, wir rechnen mal mit 25 bis 30 PS. Und Fallschirm nicht vergessen. Der zieht. Ja, genau. Und Nachlauf würde ich jetzt bei dem relativ viel geben, würde ich so auf 8 cm. Dass die Rohre hier verlaufen, dass ich mir hier ein Polster drauflegen kann, Leder, dass ich es weich habe, was ich aber auch runternehmen kann. Und dann Dass unten ich es die Rohre. weich habe. Ja, ja. Willst du jetzt Drechsel fahren oder posten? Und halt unten die 2 Rohre, um die Motoren ein bisschen zu rahmen, Ja. außen. Und da unten durch wäre halt auch schön. Wegen der Stabilität muss man es wahrscheinlich. Und dann ist halt das Problem, den Tank ausfahren. Den Tank musst du ja ausbauen, oder? Also haben wir da immerhin, das ist jetzt wieder ganz genau, 40 mm müssen wir haben, oder? Weißt du, zum Runterladen, das heisst, da unten die unteren Rohre müssen 40 mm Distanz haben, dass man den Tank runterladen und rausnehmen, oder? Das sieht scheiße aus, kann ich ja jetzt schon sagen, wenn du da so viel, das ist richtig hässlich. Schön knapp, aber dann machen wir das Rohr, das da rundherum geht, machen wir abnehmbar. Ja. Doppelrohrrahmen, ich meine, da haben wir Stahl 52, 2 mm Wandstärke, 25er Rohr. Und das ist stabil wie die Sau, oder? Wenn es wird, dann überall wird das natürlich miteinander noch verbunden. Ich würde mal sagen, Hauptrahmen 30er Rohr, 30 x 2,5, oben durch 20. Das musst du wissen. Genau. Hinten die Wheelie-Bar so, dass die Wheelie-Bar mit Gepäckträger in einem mittig auf dem Kotflügel drauf sitzt. Also wenn der Rahmen dann kommt, geht er auf die Reifen. Ist ja schön mit Schwung alles. Das trifft sich ja dann. Das fließt ja sozusagen zusammen. Die Sprache von vorne nach hinten ausgehen lassen, dass wir 2 Inliner-Rollen drauf machen können, dass er nicht vorne hochgeht. Und dass das eine Einheit ist mit dem Fallschirm rausnehmen, Rundstrecke, drauf einstellen, wie hoch ist die Bodenfreiheit, was für einen Belag habe ich, runter und dann feuerfrei.
Das ist jetzt für die Viertelmeile dann mit dem Zahnrad gemacht, weil wir haben drei Kettenräder. Eins für Viertelmeile, eins für Achtelmeile und eins für Endgeschwindigkeit. Steckachse. Raus, rein. Ja, mit Schlitz, fix, fertig. Und deswegen der 7. Motor, weil der 7. ist dann der Startermotor für die. Und diese Sackkarre soll dann im Endeffekt die Funktion übernehmen. Man geht mit der Sackkarre drunter, die Maschine steht, ich bin alleine, weil irgendwas passiert, schmeißt das Ding an, zieht die Sackkarre raus und dann ist es startbereit. Und wenn irgendein Motor Ärger macht, dann hat Manfred ruckzuck den raus und rein. Das muss man bedenken. Also muss der Motor raus aus dem Rahmen. Muss einzeln ausbauen. Ja, weil der 7. ist nur Reserve. Startermotor und Reserve, weil der läuft ja immer kontinuierlich. Und der soll dann rein im Notfall. Und dann die 2 Kartuschen, wo dann 9 oder 12 Bar, je nachdem, in die Auspuffenden eingespritzt wird und dass das richtig brennt. Und wenn du halt Feuer machst und die Leute wissen, okay, 1 Meter Flamme, wissen die Leute, okay, Zigarette rauchen macht keinen Sinn, weil die Schnürsenkel brennen. Also, ich glaube, die Aufgabe ist klar für uns. Wir hocken mal an und schauen, wie wir die Wünsche alle schön wunderschön verbinden können. Sehr, sehr geiles Projekt. Und wir melden uns, wenn wir stark sind, quasi für die Abnahme von der Grundform. Oder? Ja. Einfach, wenn wir mal grob etwas haben, formen, okay, go, dann geht es weiter. Und dann sehen wir es erst, wenn man es schieben kann. Hey, danke vielmals. Wunderschön, gibt es noch mehr so Leute. Und macht's gut. Seid gespannt auf das nächste Video. Ciao. Tschüss.